Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich präsentiere euch heute ein kreatives vegetarisches Rezept für eine Regenbogen-Quiche. Diese Quiche gehört zu meinen absoluten Lieblingsrezepten, weil sie super schnell im Ofen landet und jede Menge buntes Gemüse enthält. Für die Quiche braucht ihr nur wenige Zutaten, etwas Dinkelmehl, kalte Butter, Salz und kaltes Wasser. Und schon kann alles zusammengerührt werden. Und wie einfach das geht, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen 250 Gramm Dinkelmehl. Ich nehme immer Dinkelmehl statt normalen Weizenmehl, weil das Dinkelmehl ist einfach gesünder, enthält mehr Mineralstoffe und auch im Geschmack werdet ihr es nachher merken, es schmeckt einfach ein bisschen nussiger und vollwertiger als normales Weizenmehl. 250 Gramm gebe ich jetzt hier in meine Rührschüssel. Dazu kommen 100 Gramm kalte Butter. Wichtig ist wirklich, dass sie kalt ist, damit der Teig schön geschmeidig wird. Dann brauchen wir etwas Salz. Ich nehme immer mehr Salz, ungefähr so 5 bis 6 Gramm. Gibt natürlich auch ordentlich Geschmack. Und dann benötigen wir noch ungefähr 100 Milliliter kaltes Wasser, damit der Teig auch schön geschmeidig ist und eine schöne Konsistenz hat. Dann kann schon alles zusammengerührt werden. So, der Teig hat die perfekte Konsistenz, klebt nicht am Rand. Ein schöner Teigklumpen geworden, ganz geschmeidig. Ich nehme hier ein bisschen von meiner Klarsichtfolie, Frischhaltefolie. Wickel den Teig ein und dann kommt er für eine Stunde in den Kühlschrank und muss dort ruhen. So, während der Teig im Kühlschrank ruht, kann ich mich schon mal an die Vorbereitung des Gemüses machen. Wie gesagt, für die Regenbogen-Quiche ist ganz wichtig, dass möglichst buntes Gemüse verwendet wird. Was ihr findet, ist eigentlich egal. Da könnt ihr genau eurem persönlichen Geschmack folgen. Ich habe gestern auf dem Markt bekommen ganz bunte Möhren. Einmal eine gelbe Möhre, orange und eine lilane Möhre. Das sieht schon mal super schön bunt aus. Dann habe ich grüne und rote Paprika und dann noch ein paar Lauchzwiebeln. Das Gemüse schneide ich mir jetzt schon mal zurecht, sodass ich gleich nur noch die Tat belegen muss. Ich bereite jetzt meine Tartform vor. Ich habe hier eine rechteckige Form mit herausnehmbarem Boden. Das erleichtert nachher nach dem Backen das Herauslösen der Tart aus der Form. Super praktisch. Die fette ich jetzt mit ein bisschen Butter aus. Wenn ihr nicht so eine rechteckige Form habt, ist es kein Problem. Ihr könnt auch einfach eine normale, runde Tartform nehmen. Auf jeden Fall solltet ihr diese gut ausfetten, damit der Teig nicht daran backt. Das sieht gut aus. Jetzt hole ich den Teig aus dem Kühlschrank und kann schon den Teig ausrollen. Zum Ausrollen brauche ich ein bisschen Mehl für die Arbeitsplatte. Das streue ich einfach auf meine Arbeitsfläche. Schaue jetzt mal, wie der Teig geworden ist. Der sieht gut aus. Dann gebe ich noch auf mein Nudelholz ein bisschen Mehl. Und rolle den Teig aus.
So, jetzt schaue ich mal, ob der Teig schon genau passt in meine Form. Ja, das sieht gut aus. Wie gesagt, ich nehme ja immer noch gerne ein Messer dazu. Kann ich die Teigreste einfach abschneiden. Ich drücke den Teig jetzt hier ein bisschen in die Form. So, hier die Ränder schneide ich ein bisschen ab. Das ist ein bisschen viel Teig. Das geht aber sehr gut. Und aus dem restlichen Teig könnt ihr euch noch Mini-Quiche backen, den Teig in kleine Tartlettform geben oder vielleicht auch für den nächsten Tag einfach nochmal in den Kühlschrank legen. Auf jeden Fall kann man den wunderbar noch weiter verwenden. So, und wenn ich meinen Teig hier komplett fertig habe, die Form komplett vorbereitet ist, nehme ich einfach hier meinen fertigen Frischkäse. Ich habe jetzt hier Tomate Mozzarella mit Kräutern und Basilikum. Dann gebe ich hier einfach 1-2 Löffel rein, direkt auf die vorbereitete Form, direkt auf den Teig. Verstreiche alles gleichmäßig. Das heißt, ihr braucht nicht wie bei einer normalen Tarte noch groß saure Sahne, Eier, Käse anrühren. Dieses Rezept ist einfach super einfach und schmeckt trotzdem super genial, lecker. So, jetzt nehme ich hier meine vorbereiteten gelben Möhren. Verteile die wirklich so gleichmäßig auf der Form, dass wirklich alles schön mit Gemüse bedeckt ist. So, meine fertige Tarte schiebe ich jetzt für 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. So, ich habe jetzt schon mal alles aufgeräumt und jetzt kann die Quiche nach einer halben Stunde schon aus dem Ofen genommen werden. Und die Quiche ist wirklich perfekt geworden. Der Boden schön knusprig. Das Gemüse schön weich, die Füllung saftig. Sobald die Quiche ein wenig abgekühlt ist, kann ich den Boden von meiner Form jetzt einfach lösen. Dazu hebe ich jetzt einfach hier unten den Boden raus und wir sehen schon einfach eine perfekte Quiche. Und jetzt kann ich mir schon das leckerste Stück eigentlich abschneiden. Wirklich das perfekte vegetarische Rezept. Richtig, richtig lecker. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr testet es vielleicht mal zu Hause. Ich verspreche euch, ihr werdet begeistert sein und ich freue mich, wenn euch das Rezept gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!